Alex, wir haben es alle mitbekommen. Unter Tränen habe ich lesen müssen zu Hause, der Kampf ist abgesagt. Ja, passiert leider im Sport, in dem Sport, in dem wir sind, ist es so, dass sich Jan verletzt hat. Zum Glück, also ich bin froh, dass es ihm nicht so schlecht geht. Er muss nicht operieren, er hat was mit den Halswirbeln und hat auch gesagt, dass er 5-6 Wochen braucht, um Physio zu machen, dann ist er wieder 100%ig. Das heißt, der Kampf wird zu 90% verschoben auf einen späteren Zeitpunkt, ein paar Wochen später. Das Datum wird noch bekannt gegeben, aber es ist auch wieder ein Main Event, also es sollte ein Main Event sein. Und ja, es ist wie es ist, ich fühle mich jetzt schon ready und wir hätten schon jetzt am Montag hätten wir aufs Camp fahren sollen und sich vorzubereiten. Das haben wir natürlich jetzt verschoben auf ein paar Wochen, ein paar Monate. Mal schauen, wann der Kampf jetzt zu 100%ig stattfindet. Aber ja, ich wünsche den Jan gute Besserung und ich hoffe, er ist bald wieder fit und dass wir den Kampf machen. Weil ich finde, der Kampf ist sehr wichtig für die Division und jetzt dann, wie es dann weitergeht. Ich bin guter Dinge, ich bin in der besten Verfassung oder ich werde in der besten Verfassung meines Lebens sein und eine gute Performance für euch zeigen und bringen. Kannst du irgendwie sagen, ist das für dich ein Vorteil, Nachteil oder ist es dasselbe? Also Nachteil würde ich es nicht sagen, also ich bin die ganze Zeit im Training. Vorteil, natürlich ein Vorteil, ich habe mehr Zeit, ich kann mich mehr auf ihn vorbereiten, ich kann ihn mehr studieren, was ich auch mache, was meine Coaches machen und in all meinen Kämpfen, wo ich auch wusste schon 3-4 Monate vorher, gegen wen ich kämpfe, die Leute habe ich dann komplett dominiert, die habe ich null Chance gelassen. Ich stelle mich dann wirklich auf den Gegner ein und schaue halt wirklich sein Videomaterial, schaue wie er lebt, schaue wie er trainiert und da stelle ich mich wirklich drauf ein. Und warum soll es jetzt auch nicht so funktionieren? Und wir sind voll in den Vorbereitungen. Jetzt werden wir natürlich ein bisschen vom Gas runtergehen, warten jetzt, was jetzt zurückkommt von der UFC, wann der Kampf stattfindet. Aber ich kann euch versichern, dieses Jahr wird gekämpft, mindestens 2-mal. Der Kampf Glover-Jiri, viele sagen Jiri, viele sagen Glover, also ich sage 50-50, weil natürlich Jiri ist ein unorthodoxer Kämpfer, Stand-up-Typ. Glover ist vom alten Eisen und wir haben gesehen, was er gegen Jan gemacht hat, gegen Santos gemacht hat. Er ist einfach ein Grinder, er kann einen Schlag kassieren, er kann zu Boden gehen, er kommt wieder zurück, er takedownt dich und submittet dich und das kann leicht passieren gegen Jiri. Wir haben jetzt von Jiri nicht so viel gesehen am Boden und im Ringen. Ja, also das werden wir dann am 7. Mai sehen und es kann so oder so gehen. Ich würde mich freuen für Glover natürlich, wenn er gewinnen würde, wenn er den Titel verteidigen würde, weil spätestens gegen mich wird es dann andersrum ausschauen. Aber auch gegen Jiri, falls er jetzt den Kampf nicht gewinnt und falls er jetzt seine Chance nicht nutzt, er ist, ich glaube, das gleiche Jahrgang wie ich, er ist auch jetzt 29, 30 und es wird die Zeit kommen, wenn ich gegen ihn kämpfen würde. Er wird wahrscheinlich sicher ein paar Jahre noch in der UFC bleiben, in der Division, sowohl auch ich und es wird zu dem Kampf kommen, früher oder später, wenn die Fans den Kampf sehen.